Heute nimmt euch Zicky mit und zeigt euch Murphys Ultimate Workflow. Wir werfen einen Blick auf SDXL und was ihr alles benötigt, um mit dem neuen Workflow von Murphy arbeiten zu können. Zicky zeigt euch, wie ihr alle notwendigen Custom Nodes installieren könnt und wo ihr aufpassen müsst. Wie immer ist das keine Garantie, dass alles funktioniert und euer eigenes Risiko, wenn ihr diese vielen unterschiedlichen Nodes installiert. Die hat weder Zicky noch Murphy programmiert, sondern nur getestet und in den Workflow eingebaut. Was damit alles möglich ist, ist unglaublich, schaut es euch einfach mal an. Today, Zicky takes you on a journey, unveiling Murphy's ultimate workflow. We'll explore SDXL and what you need to dive into Murphy's new workflow. Zicky demonstrates how to install all the necessary custom nodes and points out crucial details. As always, it comes with no guarantee that everything will work seamlessly, and it's at your own risk when installing these diverse nodes. Neither Zicky nor Murphy programmed them, they've been tested and integrated into the workflow. The possibilities unleashed are incredible, go ahead and witness it for yourself. Schaut her, hier könnt ihr euch den neuen Murphy Workflow schnappen hier auf OpenArt. Einfach wild drauf los, meine Freunde. Now, check this out, you can snag Murphy's new workflow on Civit AI and just the same on OpenArt. Just dive in, my friends. Natürlich auch auf Civit AI. Die Links findet ihr wie immer, natürlich unter dem Video, oder einfach nach Murphy Langer suchen, das funktioniert auch. Or simply search for Murphy Langa, that works too. Öffnen wir Comfy und beginnen mit einem Update, um es auf die neueste Version zu bringen. Let's open Comfy and kick off with an update to get it to the latest version. Watch me, and see exactly what you can do with the manager. It's quite straightforward. Schaut mir zu, und seht, wie das mit dem Manager möglich ist. Das geht ganz einfach. Jetzt alles schließen, vor allem die Konsole nicht vergessen. Now, close everything, especially don't forget the console. Okay Leute, dann auf ein neues. Wir schmeißen Comfy jetzt frisch aufgepeppt an den Start. Well, here we go again. Let's fire up Comfy all jazzed up, folks. So, jetzt holen wir uns mal den neuesten Workflow von Murphy und schauen, was er da so gezaubert hat. Ach du heiliger Bimbam, was ist denn da los? Alles rot. Das bedeutet, wir haben all diese Nodes noch gar nicht zur Verfügung. Oh, everything's red. Looks like we need to install all those nodes. Aber wir haben ja den Manager, da ist das gar nicht so schwierig. Schaut einfach genau zu. Passt auf, dann bekommt ihr das auch hin. But we've got the manager, so it's not that tricky. Just pay close attention. Watch closely, and you'll get the hang of it. So, easy peasy, alles angehakt, und ich leg mal nen Turbo aufs Video, damit ihr nicht ewig warten müsst. Das dauert halt ein bisschen, bis alles installiert ist. Aber keine Sorge, wir kriegen das schon hin. So, easy peasy, everything ticked off, and I'll put the video in fast forward so you don't have to wait forever. It takes a bit for everything to install. But no worries, we'll get this done. Here you can see which custom nodes are now installed. For it to work, we just need to restart Comfy completely, as usual, and, like every time, don't forget to close the console. Hier könnt ihr sehen, welche Custom Nodes jetzt installiert sind. Damit es funktioniert, müssen wir Comfy wie üblich einfach komplett neu starten, und wie jedes Mal nicht vergessen, auch die Konsole zu schließen. Beim Neustart werden jetzt fast alle notwendigen Elemente heruntergeladen. Das dauert natürlich noch einen Moment, aber jetzt gebe ich im Video so richtig Tempo. During the restart, almost all the necessary elements are now being downloaded. It takes a bit longer, but now I'm really picking up the pace in the video. Hier müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen, um das Problem zu beheben.
We need to come up with something different here to fix the issue. Just go ahead and press the 3 on your keyboard. 3 drücken. Hier seht ihr, wie schnell man mit den neuen Shortcuts arbeiten kann, die Murphy eingebaut hat. Ruckzuck ist man an der richtigen Stelle. Den Zoom hat Murphy für einen 2K-Bildschirm eingestellt, ihr könnt ihn aber ganz einfach ändern. Here, you can see how quickly you can work with the new shortcuts that Murphy has incorporated. In no time, you're at the right spot. Murphy set the zoom for a 2K screen, but you can easily adjust that. 1. Starteinstellungen. 1. Start settings. 2. Input images for control. 2. Eingabebild zum Steuern. 3. Styler and prompting. 4. Extra prompt amplifier. 5. LoRa. 6. ControlNet. 7. Hier ist die große Schaltzentrale, an und aus, Nudeln umhängen. Hier könnt ihr euch richtig austoben. 7. Here's the Grand Control Center, on and off, rewiring the noodles. Let yourselves loose. 8. Hier könnt ihr checken, welcher Text nach euren Einstellungen und dem Übersetzer als Prompt in die Clip-Encoder wandert. 8. Here, you can check which text, based on your settings and the translator, goes into the clip encoder as a prompt. 9. Final output and output information. 0. Comprehensive overview. Here you can see the translator and reactor nodes. To keep it simple for starters, I'll take these nodes out for now. I'll show you how we do that. Right-click. Und weg damit, zack, zack, zack. So, press 3, and now let's tackle the translator. Darn it, now the right-click isn't working as planned. Alright, then select the whole gang with a group click and slam that delete key until all the nodes are blasted away. Let's go wild, folks. Na gut, dann wählt mal die ganze Bande mit nem Gruppenklick aus und haut so oft auf die Entferntaste, bis die Nodes alle weggeballert sind. Jetzt verbinden wir die Nudeln schnell noch, und ihr habt quasi einen Prompt-Reminder gebaut. Now, let's quickly connect the noodles, and you've basically built a prompt reminder. Okay, jetzt einmal auf Refresh klicken, und das ist der perfekte Zeitpunkt, um den modifizierten Workflow zu sichern. Schnell die Beschreibung optimieren, dann kann ich den Text kopieren und den Workflow abspeichern. Alright, now hit refresh, and this is the perfect moment to save the modified workflow. Quickly optimize the description, then I can copy the text and save the workflow. Okay, einmal auf Refresh drücken und den Workflow neu laden. Well, that wasn't really necessary, but hey, it works. Here, the shortcut for 1, Start Settings is hiding. I showed you this before. Ihr könnt jederzeit den Zoom anpassen und dann noch einmal auf die 1 drücken. You can adjust the zoom at any time and then press 1 again. 2. Input images for control. 2. Eingabebild zum Steuern. 3. Styler and prompting. 4. Extra prompt amplifier. 5. LoRa. 6. ControlNet. 7. Hier ist die große Schaltzentrale, an und aus, Nudeln umhängen. Hier könnt ihr euch richtig austoben. 7. Here's the Grand Control Center, on and off, rewiring the noodles. Let yourselves loose. 8. Check text. 9. Final output and output information. 0. Comprehensive overview. Mit 0 seht ihr den kompletten Workflow. E for extra. Here are the face detailer, face crop, image color, and background remover hidden. Special tip, you can use this for things other than faces too.
U. For upscaler, latent upscale, hires fix, and 2 ultimate upscaler. B for base sampler, R for refiner, T for SDXL Turbo Sampler. X. Hier könnt ihr, wenn ihr wollt, alle möglichen Einzelschritte speichern. Das ist manchmal ganz nützlich. Die Unmengen Bilder kann man ja jederzeit wieder großzügig löschen. Gerade am Anfang ist es vielleicht interessant zu sehen, was die einzelnen Optimierungen bewirken, um es nochmal nachzuvollziehen. X. Here you can, if you want, save all possible individual steps. That's sometimes quite useful. You can always generously delete the multitude of images. Especially at the beginning, it might be interesting to see what each optimization does to retrace it. Y. Wenn ihr Bilder mit Murphys Workflow erstellt habt, könnt ihr hier Informationen zum Prompt oder den Einstellungen der Bilder irgendwann später auslesen. Y. If you've created images with Murphy's workflow, you can extract information about the prompt or the settings of the images here at some point later on. Okay, fangen wir an und schauen uns die Einstellungen in den Startsettings mal etwas genauer an. Okay, let's take a closer look at the settings in the Start settings. Wir wollen ein Bild generieren und nicht eins verändern. Also wählen wir hier die 2. Den Refiner lassen wir erstmal weg. Dann hier einmal den ersten Knopf auf Yes. We want to generate an image and not alter one. So, we choose 2 here. Let's leave the refiner out for now. Then, for the first button here, select Yes. No refiner, so the factor doesn't matter. And here we set it to 1. We want to use text to image, so 1 fits here. Now, onto the VAE here, there are 2 options. You can either use the VAE directly from the model or load the VAE separately. Murphy usually does the latter. Jetzt zum VAE. Hier gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal kannst du den VAE direkt vom Model verwenden oder den VAE extra laden. Models ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja noch gar keine SDXL-Models. Ich zeige euch jetzt, wo ihr das Standard SDXL-Model, den VAE dazu und den Refiner herunterladen könnt. Ich empfehle die Auswahl, die ich euch zeige. Here, set it to bypass, that comes later. We need it for better inpainting. Models is a good keyword. We don't have any SDXL models yet. I'll show you where you can download the standard SDXL model, the VAE, and the refiner. I recommend the selection I'm showing you. You can also search and download them on Civit AI. I'll show you where to place the files. There are also some cool customizations. I'll show you how it works in the extra_model_paths.yaml file another time. Comfy UI, models, checkpoint for the SDXL checkpoint and the refiner. Copy VAE to Comfy UI models VAE. Das UNIT-Model für das Inpainting machen wir gleich mit, wenn wir schon hier sind. Das muss hier rein. Ich zeige euch, wo ihr das herbekommt. We'll do the UNET model for the inpainting while we're here. It has to go in here. I'll show you where to get it. Hier sieht man, was wir schon haben, für die Standarddinge wirklich praktisch. Here you can see what we already have, which is really practical for standard things. Eines der beiden Modelle reicht aus, aber du kannst auch beide herunterladen, wenn du genug Platz hast. Murphy benutzt nur das große. One of the 2 models is sufficient, but you can also download both if you have enough space. Murphy only uses the large one.
Briefly press the refresh button and there it is. Zicky here with a new bypass trick. Murphy from Longa says, for now, we won't use in paint. Stress-free, pure digital fun, and boom. Bypass. Hooray! All models are available, and we can select them anywhere. Follow me. Macht Sinn, den Workflow hier zu speichern, wenn alles richtig ausgewählt ist. Makes sense to save the workflow here when everything is selected correctly. So, jetzt hau ich mal einen richtig genialen Prompt in die Tasten, seid gespannt auf die digitale Showtime, Leute. Alright, now I'm dropping a super cool prompt into the keys. Get ready for the digital showtime, folks. Naja, vielleicht nicht so ganz cool, oder? Mal Murphy fragen? Hä? Ach so, ich soll noch nen Close-Up reinpacken. Well, maybe not so cool, huh? Should I ask Murphy? Huh? Oh, I see. I'm supposed to add a close-up. Was? Ich brauche wirklich nicht mehr Details für dieses Bild? Und der Latent-Upscaler soll aus, stattdessen Hieresfix an? Na gut, ich erkläre den Zuschauern mal fix, wie das Ganze funktioniert. Also, hier kommt's. Latent-Upscaler ausschalten, bye bye, weniger ist mehr, oder? Hieresfix einschalten, hallo, gestochen scharf. Das ist der Zaubertrick für Hi-Res. Wait, I really don't need more details for this image? And the latent upscaler should be off, and Hieresfix on? Alright, let me quickly explain to the viewers how this works. So, here it goes. Turn off latent upscaler, bye bye, less is more, right? Turn on Hieresfix, hello, razor sharp. That's the magic trick for high res. Easy peasy, isn't it? Now, let the magic happen. Now I'll show Murphy. I'm also turning on the refiner, hee. Let's amp up those details. Jetzt zeig ich's Murphy aber. Ich mach den Refiner auch noch gleich mit an, hi. Warum sieht das Bild denn so richtig blöd aus? Hab ich da was total falsch gemacht oder was? Oh Mann, das ist dir voll zum Haare raufen. Why does the picture look so darn awful? Did I mess something up big time or what? Oh man, this is just so frustrating. Nein. Was ist denn das? Warum sieht das jetzt so aus? Hier. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Why does it look like this now, huh? This makes absolutely no sense. Mädel, nicht verzweifeln. Schau dir erstmal deine Einstellungen an. Ah, hier ist die Lösung. Das externe Bild geht zum Refiner, und der Refiner ist gar nicht richtig dazugeschaltet. Okay, ich war wohl etwas zu huddelig. Ah, here it is. The external image goes to the refiner, and the refiner isn't properly switched on. Okay, I was a bit too hasty. Okay, der Refiner funktioniert, aber das Bild finde ich immer noch hässlich. Irgendwas passt da noch nicht, oder? Totally ugly, and another error?
What on earth is going wrong here? Ah, okay, so we basically started from scratch and don't even have an upscale model. Let me show you where to get it, where it needs to go. Ah, okay, wir sind ja quasi ganz jungfräulich gestartet und haben noch gar kein Upscale-Model. Ich zeige euch mal, wo wir das herbekommen und wo es hin muss. Manager, Install Models, Upscale, SDXL. Es gibt verschiedene Modelle, jedes hat seine Besonderheiten. Murphy ruft mir gerade zu, ich soll das nicht herunterladen, sondern ich kann die direkt aus seinem Pool kopieren. There are different models, each with its own quirks. Murphy is just shouting at me that I shouldn't download it. Instead, I can simply copy it from his pool. Und hier ist das Plätzchen, wo ihr die Upscale-Modelle hinzaubern müsst. Einfach ein bisschen Magie und Puff, schon sind sie da. And here's the spot where you need to conjure up the upscale models. Just a little bit of magic and poof, there they are. Hit the refresh button, and voila, there they are. Magical, isn't it? Upscale models in a snap. Das Bild gefällt mir immer noch nicht. Da lasse ich mir nachher von Murphy nochmal unter die Arme greifen. Manchmal braucht man eben den Meister. Still not loving the image. I'll get Murphy to lend a hand later. Sometimes you just need the master. Hier noch ein Tipp. Ein Vierfachmodell benötigt einen kleineren Faktor, während ein Einfachmodell einen etwas größeren verträgt. Einfach ein bisschen jonglieren, und schon wird's perfekt. Here's a tip. A 4x model needs a smaller factor, while a 1x model can handle a slightly larger one. Just juggle a bit, and it'll be perfect. Murphy thinks we've covered the essentials. It's time to show people how to turn on the translator. It's super easy. Alright, clear the workflow and load the original JSON file with the translator. Here we go. So, da ist es, und jetzt tauchen wieder diese roten Notes auf. Was geht da jetzt ab? Super easy, use the manager to manually load the right node. Piece of cake. Ah, mit Install Custom Nodes und dann nach Alex suchen. Kluger Schachzug. Yep, now just hit install. But Murphy will also list all the links for the custom nodes down below. Done. Now just restart, and Konsole schließen nicht vergessen. Da sind doch immer noch Fehler. Was ist da los? Wir müssen das unbedingt klären. Oh, I see, the translator is correctly installed. The message is about the reactor node, but we loaded the original workflow again. Murphy says it's too complex for the first video. People should just delete it. See, if you right-click and enable the group, you can activate the translator. But you'll need an internet connection for that. We don't need that now, Zicky can speak English. So, just switch back to bypass. Alright, the reactor node. You can go ahead and delete those 3 nodes now. Klar, kein Problem. Mach ich. Ich hau die Reactor-Nodes in die Tonne. Tschüss, Komplexität. Super, das speichere ich mir nochmal ab. Murphy soll das dann mit und ohne Übersetzer und mit und ohne Reactor Node einfach den Leuten zur Verfügung stellen. He'll definitely do that. Murphy always has an ace up his sleeve. So, schnell alles einstellen und die Modelle wählen. Zicky ist im Turbo-Modus. Alright, quickly set everything up and choose the models. Take a look here. We got the AI a bit mixed up.
Photo positive at the top and photo bay negative at the bottom. Well, that's Zicky for you, always good for a surprise. Was stellt sich die KI so an? Sie soll halt einfach das Richtige aussuchen. Zicky, mach's dir nicht so schwer. Hey, ich versuch mal Andy Warhol. You mean Andy Warhol? Sag ich doch. Alright, quickly tidy up the photo in the prompt and let's go. Hey, für den ersten Schuss gar nicht schlecht. Zicky hat's drauf. Yeah, not bad. Zicky's rocking it. Now the refiner is doing its thing. This is getting exciting. What the hell is going on now? Looks like someone delivered a cable mess. Where's the error hiding? I'll turn on follow workflow to see where it's getting stuck. Ja. Follow Workflow anschalten. Oh man, we shouldn't rush. Here, look, we let the refiner run, turn off the base without refiner, and forget to switch the redirection for the optimizations at the top. Na und, schalten wir halt jetzt ist ja nicht schlimm. The latent upscale is already running. Although we set the values a bit high. Well, no big deal, we can speed up the video later. Hier sieht man auch, wie jetzt alles schön durchgereicht wird, wie geplant. Die KI-Orchester dirigieren im Einklang. Murphy just whispered something to me. The prompt isn't bad at all, but it doesn't fit Andy Warhol. I should go for Alice Pasquini instead. Ja, und er meint, Watercolor und Ink noch oben mit rein. Als Versuch. Hey, cool, check this out, it's running. Come on, let's switch the latent upscale to higher specs. We can do that while the laptop is processing. No problem at all. So, switch it up and hang the noodles. Ja, das können wir alles schon machen, solange die Kiste noch rechnet. Auch das Upscale-Model können wir schon ändern. Wow, der Latent Upscale war ja riesig. Hier geht's ab. Oh, the latent upscale was massive. We're in for a ride. Und der Hires mit dem einfachen Model war so winzig. And the Hires with the 1x model was tiny. Juhu! Jetzt legen wir aber so richtig los mit dem Upscale-Model. Oh yeah, let's crank it up a notch. This upscale adventure is gonna be epic. Ich liebe es, wenn wir die Einstellungen durchforsten und kreativ werden. Totally. Exploring the upscale galaxy together is the best. Woohoo! That's it for today. Enough input, time to catch a breath and look forward to what's coming next. Part 2 will be all about image to image. Until then, don't miss out, hit that subscribe button. Im Teil 2 geht's dann Image to Image. Bis dahin. Ciao, eure Zicky.